Freunde, ein Zuschauerpaket hat mich erreicht. Das werden wir heute Unboxing machen. Ich habe es nur hier oben aufgemacht, weil sonst das wäre sehr, sehr schwer aufzubekommen. Von den, Moment, Florian aus Rostock. Derjenige weiß natürlich, wer er ist. Und das wollen wir ja aufmachen. Er hat mich gefragt, kann ich dir was schicken? Egal was. Ich sage, ja, das gab's ja schon mal. Aber immer alle, sag ich mal, Zuschauerpakete mache ich immer im Video auf. Also er hat mich auf Instagram angeschrieben, da könnt ihr mich alle anschreiben, wenn ihr Bock habt. Ne, ihr müsst ein bisschen warten, ich kann da nicht immer antworten. Und manchmal ist das auch in den Spam-Ordner. Und er hat einfach irgendwas ja, random reingepackt, außer ein Parfüm, das sollte ich unbedingt testen. Da kommen wir gleich zu, wenn ich es aufmache, und dann werden wir sehen, was da noch drin ist. Er hat gesagt, ich hau da auch irgendwas in Essen rein. Das mache ich auch sehr gerne. Ich esse gerne, auch wenn ich aktuell extrem oder seit langem sehr gesund esse, ist es aber egal. Ich esse allgemein trotzdem gern. Und ja, den wollen wir mal aufmachen. Wie gesagt, ich habe das hier aufgemacht. Das ist schwer, das Paket. Und dann gucken wir mal rein. Ja, auf jeden Fall ist sowas immer sehr, sehr nice. Das auch. Und oha, ja, da sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sachen drin. Yes. Ja, mit was wollen wir denn anfangen? Das sieht auf jeden Fall sehr, 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 sehr nice aus. Ja, random, einfach reingepackt, wie er gesagt. Ja, finde ich cool. Finde ich absolut nice. Wir fangen mal mit einem Teil an. Oder wollen wir mit Parfüm anfangen? Oder hier ist nicht nur Parfüm drin. Wir fangen mal mit einem Nicht-Parfüm an. Und zwar, ohne, das ist keine Werbung hier für die Marke und so, ne? Kidney Bone. Edeka Bio. Geil. Habe ich auch immer hier. Das freut mich, weil das sind Ballaststoffe, ne, Protein, besser gesagt Proteinquelle. Sehr, sehr nice. Das kann man immer gebrauchen, gerade weil ich hier so und so immer, sage ich mal, in Aufbau aktuell stecke und so weiter. Protein, manchmal nehme ich nur Flüssigkeit zu mir, beziehungsweise Proteinshakes und so weiter. Aber eben auch Protein. Und damit gehören Bohnen auf jeden Fall dazu. Dann kann ich wieder die Clint Eastwood Pfanne machen. Das ist so meine früher Clint Eastwood Filme. Sehr, sehr nice. Wo soll ich das jetzt hinstellen? Das ist jetzt schwer. Ich packe das hier trotzdem rein, dann wird das allerdings schwer. So, dann haben wir das erste Parfüm. Und das ist Berdos, wenn richtig ausgesprochen. Er hat mich auch gefragt, das ist jetzt nicht in einer UVP drin. Da haben wir, ich hoffe, ihr könnt das sehen, Berdos. So, das bisschen blöde hätte ich vielleicht mal anders machen sollen. Ich bin gleich wieder zurück. Ich hole kurz, damit ich das hier abstellen kann. So, da bin ich jetzt wieder. Das ist natürlich besser, weil sonst wäre das zu schwer. Ja, Masque Blanche. Da wollen wir mal riechen dran. Riecht sehr sauber. Ich kenne die Marke. Ich hatte mal von der Marke, ich weiß nicht, ob das der Duft ist, Made in France. Auf jeden Fall ein sehr, ja, moschuslastiger, cremiger Duft. Ist nicht schlecht. Also das ist schon richtig gut. Also für jetzt, gerade jetzt die Jahreszeit oder auch für die Dame, finde ich, sehr gut geeignet. Vielen Dank. Ja, sehr nice. So, dann gehen wir mal weiter. Dann haben wir hier noch eine Kidneybohnen. Yes. Wie gesagt, das ist geil. Aufbau, schön. Bohnen sind immer sehr gut. Hier mit mild, nussigem Geschmack. Sehr, sehr geil. Ja. Dann kommen wir zu einem Duft. Ich habe Ihnen natürlich auch vorher gesagt, das kann sein, ich sage immer, überrascht mich. Weil wenn ich vorher sage, nee, das hatte ich schon mal so, ist es auch immer blöd ein bisschen. Viele wollen, oder wenn mir was schicken wollen und dann, ja, dann möchte ich nicht vorher sagen, ja, den kenne ich schon, hatte ich schon. Das ist dann auch immer so ein bisschen, ne, weil ich nehme das nicht an, weil ich gierig bin, weil es ist einfach ein Zurückgeben, was ihr macht für meine Videos. Das ist auch der Brief, den lese ich jetzt nicht vor. Das ist natürlich, jetzt sage ich mal, privat. Vielen Dank. Natürlich, das kann ich ein bisschen sagen, für die Videos, die ich hier immer mache und so. Seine Bereicherung etc. pp. So, Endless Summer. Ja, den kenne ich aber tatsächlich. Und den habe ich aber liebend gern hier, weil das ist einfach ein schöner sommerlicher Kokosnussduft, beziehungsweise Zitronen, Pina Colada, hat Ähnlichkeit mit den Virgin Island Water. Ist das Virgin Island? Von Creed. Sehr nices Teil und ist richtig gut. Das ist kein Plünn, das ist also ein schönes Teil. Auch da vielen Dank für, freut mich. Und dann haben wir, ja, die esse ich im Moment leider nicht, aber wenn überhaupt mal 1, 2 nur tatsächlich. Früher hätte ich also schon lange hätte die ganze Tüte weggehauen. Chipsfish. Oriental.
Orientalisch. Ja, orientalisch finde ich gut. Pepperoni, Funny Fresh finde ich so geil, obwohl ich Chio-Chips manchmal noch geiler finde, aber dann nur in der Pepperoni-Form. Aber sonst ist geil. Danke auch dafür, Chips frisch. Yes. Mein Sohn isst allerdings auch ab und zu mal, deswegen passt das, ja. Aber ich habe sie lange nicht mehr gegessen, ne, weil ich, wie gesagt, Aufbau bin, abgenommen, dann wieder Aufbau und so weiter. Und aber wenn man mal, sage ich tatsächlich, und das kann ich, früher hätte ich das nicht gekonnt, sag ich mal, 1, 2, 3 Bar so isst und dann gut wieder. Das ist natürlich für manche nichts. Klar, die ist schon geil, dann will man weiter essen, aber ich habe das eigentlich im Griff. Ich würde das jetzt nicht so, dass ich die ganze Tüte nicht ansatzweise, bei mir wird die wahrscheinlich 3 Wochen halten, so nach dem Motto. Und ja, aber trotzdem geil, ne? Also wie gesagt, Essen, wenn ihr, wie gesagt, auf Instagram gern anschreiben, ihr könnt auch Essen gerne mitschicken. Ich benutze das alles, wie gesagt, es muss nicht nur gesunde Sachen sein. Ich teste alles früher. Ich habe auch mal überlegt, mir noch so einen Essenskanal zu machen, wo ich alles teste. Ja, da muss ich Zeit nur für haben. So, und jetzt kommt der Duft, den ich testen soll. Signature Red von Al Haramain oder El Haramain. Ja, El Haramain kenne ich natürlich von früher auch. Da, sag ich mal, wo kaum eine arabische Düfte vorgestellt hat, habe ich schon El Haramain auf jeden Fall vorgestellt. Ja, und das ist ein holziger, das weiß ich. Oh nee, der geht in die. Oh, der geht so ein bisschen in die. Oh, ältere, aber anders müssen. Obwohl, ich habe den hatte ich früher, aber lange nicht mehr. Fahrenheit, aber dieser Tankstellen ist hier viel stärker drin. Also so wie im Endeffekt, so wie eigentlich Fahrenheit früher war. Der war natürlich noch ein bisschen anders, klar, ist der Ohr gewesen und so. Oh, das ist aber nicht schlecht. Hier ist vielleicht ein bisschen so mehr Synthetik, seifig, aber das ist gut. Und er hat gemeint, wenn du Fahrenheit gut findest, dann packe ich dir was rein, was nice ist. Ja, ich kannte einen von den Reihe, den aber glaube ich, ist so Jahre her. Auf jeden Fall, das kann man machen. Ist zwar synthetisch, aber das kann man machen. Das ist nicht schlecht. Ja, hat mich gefreut. Das war auch das letzte, was hier drin ist. Gucke ich nochmal. Ja, genau. Also wie gesagt, eine Chipstüte, Bohnen und 3 Düfte. Vielen Dank dafür. Also freut mich immer wieder an. Wie gesagt, nochmal. Ihr könnt mich also Fragrance Talk bei Instagram anschreiben oder TikTok meinetwegen, aber ihr müsst warten ein bisschen und dann, sage ich Bescheid, ob das geht oder so im Moment. Und wie gesagt, was heißt im Moment? Ihr könnt das gern schicken. Ich werde das dann irgendwann immer zeigen. Wenn ich Zeit habe, werde ich die Zuschauerpakete natürlich zeigen, so wie hier. Ich habe vor 1,5 Jahren, also glaube ich sogar 2,5 Jahre her, auch eins bekommen. Das habe ich auch gleich gezeigt. Da waren auch 4 Düfte, glaube ich, drin. Sehr, sehr nice. Also das freut mich. Und wie gesagt, auch mal mit Essen. Wie gesagt, ihr könnt mir auch nur Essen schicken, wenn ihr Bock habt. Ne? Es gab auch eine Frage. Mir ist das egal. Ich werde das sind übrigens Kichererbsen. Habe ich mich überlesen. Kichererbsen, ja. Das ist auch geil. Natürliche Proteinquelle. Ja, habe ich auch hier. Kidneybohnen und Kichererbsen. Wieso habe ich den Kidney? Ja, sah ähnlich aus, ne? Kichererbsen. Sehr, sehr nice. Ja. Für Leute, die das nicht wissen, schöne Eiweiß-Proteinquelle. Diese ganzen Dinger solltet ihr auf jeden Fall benutzen. Ja, gibt es vielleicht Blähungen von, müsst ihr aber ordentlich kauen und nicht runterschlucken wie verrückt. Aber wenn ihr abends was essen wollt, was nicht Kohlenhydrate hat, dann sowas. Wirklich nice. So, Freunde, das war's. Vielen Dank auf jeden Fall nochmal. Und ja, dann würde ich sagen, wie gesagt, schreibt mich an, wenn ihr da auch zu Lust habt. Wie gesagt, ich zeige euch das. Und er wollte jetzt nicht eingeblendet werden. Also ich blende euch meinetwegen auch ein. Wenn ihr hier einen Namen habt, muss aber nicht. Ich werde euch ja mit Namen, ihr wisst ja von wem das, oder derjenige weiß das denn immer. Und ja, auf jeden Fall ein sehr schönes Zuschauerpaket, das freut mich natürlich immer. Und natürlich die Nachricht, die es dazu gibt oder auch schon, die ihr mir geschrieben habt, weil ich ihn seit Jahren, sage ich mal, abends immer, sage ich mal, bereichere mit meinen Videos. Das ist natürlich dann auf einer Hinsicht auch mal schön zu hören, statt zum Beispiel die Leute, die immer nur meckern, obwohl man hier, das ist Arbeit und dies und bla bla etc., die alles selber, diese Wissenschaftler da und so, ne? Und dementsprechend ist das sehr. Also besten Dank nochmal für das Paket und dann würde ich sagen, bin ich raus, Freunde. Und bis zum nächsten Mal.